Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades from Zero. Wir sind hier zum ersten Mal in einem niegelnagelneuen Laden, der uns bisher immer versperrt geblieben war, nämlich hier im Downtown District im Exchange Shop von Nine Valleys. Eigentlich gar nicht so schwer. Oder Nine Valley, so rum. Ganz komischer Name auf jeden Fall. Mal gucken, was wir hier einkaufen können. Aber ich fange erstmal mit den Gästen an. Zum Beispiel mit Ashley. Oh, for the love of new goods again. Ideos, it's going to take even longer to keep track of inventory. Oh, for the love of new goods again. Ich wette, wir können uns nicht ein einziges Teil hier leisten, oder? Oh, customers. Ach, das ist Jingo. Ich dachte, du wärst Nine Valley. Mama, we have new customers. Can I sell them some weapons? Okay. Huh? New customers? Ach, das ist die Mutti. Sell them the untraceable stuff. Ach nee, das ist der Kunde. Das ist nicht die Mutti. Yeah, you heard her, folks. Ach, das ist doch die Mutti. So, you buying something today? Es fühlt sich irgendwie komisch an, sich von Kindern Waffen verkaufen zu lassen. Aber gut, das ist immerhin ein JRPG, da ist das gar nicht so ungewöhnlich. Actually, could you tell us what kind of store this is? We sell goods, anything you need, we got it. Das ist bestimmt so ein Schwarzmarkt, nur auf hübsch gemacht oder so. Irgendwas ist hier auch bestimmt illegal. Usually, right now we only have mats and quartz in stock, like this one and that one. Oh yeah, don't count on using any MEHR. That stuff leaves a trail. Pay with goods only. Ah, deswegen Exchange Shop, okay. Macht ja Sinn. This continues to sound more suspicious by the minute. What I think she's trying to say is that this is some kind of exchange shop, right? Yeah, speak to Jingo and choose exchange for a catalog of tradable goods. If you have the necessary items, you can perform an exchange. Equipment and quartz found at this shop are rare and cannot be obtained by other means. Be aware that since items are used instead of MEHR, you should think carefully about the trades you choose to perform. Das habe ich in den anderen Trade-Spielen eher selten gemacht, weil ich eben mir nicht sicher war, ob das ein guter Trade war. Aber mal gucken, wie es hier abläuft. You guys buying anything? MEHR can be traced, so we only exchange with other goods. You got it? You guys buying anything? Ich weiß ja nicht. Und du kannst einschätzen, ob das ein fairer Tausch ist? Was? Mega Duta. Was ist das denn? Marble Ring, Luminous Glasses. Habe ich beides nicht. Okay. Wird wohl kein Mega Duta für uns. Prevent Seal Mute. A treasure from the east with power to break seals. Ich glaube, diesen Itemnamen habe ich noch nie in irgendeinem Trade-Spiel jemals zuvor gelesen. Gut, man braucht hier schon relativ viel. Also im Anfangsstadium wirst du hier eher nicht so viel reißen können. Und hier kann man dann upgraden, wenn man ja mehrere von den schwächeren Heil-Items hat. Okay, also langfristig gesehen sicherlich gar nicht so uninteressant, aber jetzt aktuell. We have 60.24 caliber rainforts and hey Lloyd, I can make out handguns in that wooden box. The other box over there appears filled to the brim with ammunition. Explosives and hand grenades. I think I spy a bulletproof vest and some other gadgets over there. Wait a damn minute. Is that drum can over there filled with the liquid fuel the CGF uses? Ja, genau. Excuse us. We were hoping you could provide us with some information regarding the type of business you're running. Oh, customers. We're brokers. We deal with goods coming in from all over Zemuria. You guys new to the CPD, never seen your faces around here before. But brokers? People who like to operate in the dark. I'd heard rumors of a black market with a long reach operating out of Crossbear somewhere. I take it that's you? Smuggled goods and weapons. Are you connected to Ravage by any chance? Oh, of course not. Even the thought of being lumped in with those numbskulls makes me sick. I'm a respectable broker, thank you very much. I trade with 10 odd countries, including their militaries and the Jäger corps.
I don't associate with small-time thugs that fire their guns at the drop of a hat. You're cops, right? If you want to take them down, be my guest. Actually, a detective from the 1st Division usually stops by here every so often. Well, half the reason is to buy supplies, and the other half is to loosen my tongue about current smuggling trends. She must be valuable to the CPD as well, then. Even so, I can't get over how suspicious she is. Are you guys going to buy something or what? If you must know, I don't sell weapons to anybody I don't trust. I've got my standards. That being said, if anything ever catches your eye, don't hesitate to ask my daughter over at the counter about it. Ja, und genau das ist der Punkt, wo ich das schon wieder anfange kritisch zu sehen. Hey you, redhead, you look like you know your way around a gun. You ever been in the military? Huh? Well, I did spend some time in the CGF, but the Guardian Force isn't officially classified as the military, so I wouldn't call myself a soldier. A tall redhead that looks like he's fought through some real battles. Stehst du auf den? Verhält sich jetzt gerade im Gegenzug wiederum ein bisschen suspicious. Can I help you with something? No, don't worry about it. Sorry to bug ya. Just give me a heads up if you need anything. Kommt er ihr bekannt vor, oder was? Sure, what was that all about? Anyway, the shipments for HIER. Ich habe übrigens in der Nachbearbeitung des vorletzten Videos, glaube ich, gesehen, welches Gebäude das im Harbor District war. Da sind wir tatsächlich nicht reingekommen und daher kannte ich auch den Namen. It's about time I go deliver it. HIER, the mobsters from the east? Yo, you know about them. They buy a little something every time I stock some new wares. Hehe, probably checking out what they're capable of before Rivage gets their hands on them, I'd guess. Well, whatever's plaguing the CGF isn't my problem. The only thing I care about is whether they're buying my merchandise or not. Yeah, sounds about right for a black market broker. Yeah, whatever's plaguing... Okay, aber guck mal, mein erster Impuls hier oder meine erste Assoziation mit Schwarzmarket und so war auf jeden Fall richtig. So, hier sagt sie nichts Neues. Wir haben ja gehört, dass es die Daughter ist. Ich habe da zuerst irgendwie einen Son gesehen, aber ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall steht da ein Kind und verkauft und das ist grenzwertig. Oh, hold up just a second there, customers. Ach nee, das ist die Kleine. That leads to the basement storeroom and you're definitely not allowed in there, so keep your asses right up here if you want to buy something. Aber sind wir als Polizei nicht befugt, darunter zu gehen? Hey, did you not hear me the first time? Thought I told you to never set foot near the basement. If you're itching to buy something, do it here. Hallo? Wie redest du denn mit der Polizei? Wir brauchen wahrscheinlich einen Durchsuchungsbefehl, um da rein zu dürfen oder so. Ein bisschen Recht und Ordnung gibt es hier wahrscheinlich auch, obwohl wir gerade in der kriminellen Hochburg wahrscheinlich unterwegs sind. Also ein bisschen paradox ist das schon. So, dann gehen wir mal Trinity besuchen. Mal gucken, wie es den Jungs und Mädels hier so geht. You, what a relief. Hazel is finally out of the hospital. I may be thankful to you now, but don't let it get to your head. We Testaments are loyal to Wazy alone. Alles gut. Hazel's finally... now we can get back to figuring out how to take down the Vipers. Oh nein, jetzt geht das schon wieder los. Da glaubst du ein bisschen an den Verstand der Leute, aber die hatten ja schon in Aussicht gestellt, dass die Querelen zwischen den beiden Gruppen nicht beendet sind und niemals waren. Yeah, you're here again, you dogs. You definitely helped us out, but Trinity is Wazy's holy ground. Wazy's word is absolute here. Do you understand? We still can't trust you, you dogs. You're welcome to come as you please, but don't you dare try anything funny. Wie die jetzt alle wieder voll mit ihren Drohgebärden um die Ecke kommen. Ich weiß nicht, habt ihr so einen Schiss vor Lloyd und Konsorten? Irgendwie seid ihr komisch. Elsa was discharged with a clean bill of health. I know it's late to say this, but thank you truly. Elsa could have died if one of his vitals were hid. I must offer you my gratitude for taking revenge on them in our stead. Endlich mal jemand, der dankbar ist. Asa could have died if one of his vitals were hit. We've been on high alert ever since the fiasco. I'll be sure to pay those mobsters back.
Also den hier mag ich auf jeden Fall am meisten. Oder Liang. Liang könnte auch eine Frau sein. Weiß nicht, durch die Kapuzen ein bisschen schwer zu erkennen. Wobei, ach, keine Ahnung. Now that most of my injuries are healed, I finally was able to check out of the hospital, but I feel bad for making my sister worried sick. She is not exactly fond of the testaments, and now I've gone and landed myself in the hospital. Add in the fact I haven't been home in a while. It's going to be hard to look her in the eyes. I feel bad for worrying my sister. I don't feel like I've done anything wrong, but it's still kind of hard to look her in the eye. Ja, die hat sich halt Sorgen gemacht ohne Ende. Aber schön, dass du wieder da bist, Azel. Ende gut, alles gut. Könnte man meinen. Wobei, das Ende ist halt noch nicht erreicht, ne? We're currently open for business. Please notify us if you'd like a meal. Sure, thanks. That huge dude runs this place, right? Scheinbar. We're currently open for business. Ich dachte, ich kann jetzt bei dir was kaufen. Du hast mir das gerade so verheißungsvoll in Aussicht gestellt. Ich muss jetzt doch nochmal rum. Auch wenn ich eigentlich weiß, dass es nichts bringt. Aber vielleicht beim nächsten Mal, nach dem nächsten Hauptstory-Event oder so, kann man hier was kaufen. Oh, it's you, Lloyd. Did you come all the way out here for little old me? You sure know how to make a boy feel special. Okay, well, wait, what? Whatever you think this is, it's not. I'm just here to offer you my thanks. Lloyd's overly flustered reaction raises suspicion. Okay, I stopped teasing you for now. We still owe you a great deal from when you helped us out. Feel free to drop by again sometime. Who knows? If I'm in the mood, I may even throw you another bone. Yeah, sure. I may just take you up on that. I'm still not a fan of this guy. Nicht? Ich schon. We still owe you a great deal from when you helped us out. Feel free to drop by again sometime. Who knows if I'm in the mood? Okay, das hat er gerade schon mal gesagt. Ja, der Wazy, der ist halt immer so gechillt und seine Anhänger, die sind immer so, boah, wehe, du willst uns was Böses, pass auf, was du sagst, pass auf, was du machst. Und dann sprichst du mit Wazy und der ist immer so der entspannteste von allen. Naja, interessante Gruppierung auf jeden Fall. Oh, der steht zum ersten Mal hinterm Tresen. Das heißt, hier können jetzt Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, oder? Hey, welcome, what can I do here for today? You folks are here. You're those SSS guys from the CPD, aren't you? Well, whatever. As long as I'm making a buck, I don't care. If you need me to spruce up your gear, let me know. I mainly dabble in open repairs, but I can reinforce your weapons if you need it. Just ask me to enhance them and I'll get to it. You can enhance weapons? Yep, reinforcing weapons is child's play if I have the right materials on hand. I may not look the part anymore, but I was actually a specialist at the Epstein Foundation's Materials Engineering Division back in my prime. Just know that your gear's in good hands. You once worked at the Foundation? Impressive. That would explain your proficiency with modifications. Sweet, sounds like we've got ourselves a nice hookup for some decked out weapons. If we run across any materials this old dude can use, let's bring him over and get us some shiny new gear. By talking to Julom, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, and selecting customize, a list of possible upgrades will be displayed. If you have the necessary materials, you can create it. Weapons and armor made by customizing are stronger, cannot be bought at weapons shops, and special effects may be added. Monsters may drop the necessary materials. Ja, blöd nur, dass wir irgendwie so gut wie gar nicht gekämpft haben bisher. Oder sehr, sehr wenig, aber das wird sich ja hoffentlich noch ändern. Ja, ich kann gerade leider mal so gar nichts verbessern, schade. You folks have been racking up one achievement after another, haven't you? You folks are those police officers that popped up in the Crossbell Times, ain't ya? Just what I'd expect from a childhood pal of Wendy's. Thanks for being a reliable young man. Haha, thanks, I appreciate it. Das ist wirklich nett von ihm. I've been tinkering with all the gadgets ever since I was a wee lad. Been dabbling with weapon upgrades in addition to the usual repairs these days. Yeah, feel free to give my services a whirl if you want, folks. I may not look the part, but I get the job done, trust me.
Aha, I've been tinkering with all the gadgets, dabbling, trust me. Okay, ich truste dir komplett, also ich finde, der ist vertrauenswürdig. Aber das liegt wahrscheinlich auch darin, dass wir diese Wendy-Verbindung miteinander haben. Weil wenn er sie gerne mag und weiß, dass sie auch zu unserem engsten Kreise gehört, dann wäre er schon ultra dumm, wenn er uns bescheißen würde. Also Wendy schafft eigentlich so das Vertrauen, was ich in ihn habe. So, jetzt habe ich mich gerade wieder erschrocken, weil ich dachte, die 2 Kids, die hier vorbeirennen, die würde ich noch nicht kennen. So, hier oben. Kommen wir da jetzt inzwischen rein? Ne, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Ich verstehe nur nicht, warum das Maison Imelda heißt, wenn Imelda doch die Händlerin da draußen ist. Also, weiß ich nicht, ist das ihre Immobilie und die ist gerade aktuell nur zu, weil sie keine Kohle hat? Und war das mal offen? Ich meine, das ist auch ein relativ großes Gebäude, aber das wird das noch erklärt werden irgendwann. Ich stolpere nur jedes Mal über den Namen, weil sie ist uns ja keine Unbekannte. So, Ignis. Was geht ab? Ey, dieser Ort macht mich irgendwie aggressiv. Ich weiß auch nicht. Coke is back! Hooray! Thank you, Idios! Wo ist der denn? Hey, you can just come in here whenever you like. I'll beat you up, so back up, okay? Ja, alles klar. Probier mal dein Glück. Okay, die sind wahrscheinlich jetzt ähnlich drauf wie die anderen. Wollen uns jetzt hier wieder irgendwie den Krieg erklären, obwohl wir denen eigentlich geholfen haben. Ach, da ist Koki. Ow, damn, this friggin' hurts. So, how's the injury? Wasn't it going to take about a month to heal? Yeah, it's whatever though. I'm more pissed with how I was dragged to the hospital against my own will. I can't sleep in those hellholes. Well, at least you're feeling better, eh? I don't want to worry Walt any more than I already have. You seriously think I can just sleep the day away at the hospital? Ja, ich kann in Krankenhäusern auch nicht so gut schlafen, aber ich bin da auch Gott sei Dank noch nicht allzu oft gewesen, deswegen ist meine Erinnerung eher verwässert. Notice some chick I'd never seen before walking around the streets. She a dumbass? Not that I'd mind. I literally quit the Vipers right now if she'd let me off a motorboat them titties. Okay, too much information. How very mature of him. Also, die sind halt alle so richtig hohl. Notice some chick I'd never seen before walking around the streets. We got ourselves a new Chester face in the downtown district. Okay, Slash, also bei dir ist Hopfen und Mais, glaube ich, komplett verloren. Was ist in deiner Erziehung nur falsch gelaufen? Damn it, how'd we fall for that trap? Man, I screwed up real bad. You've got another thing coming if you think I'm gonna thank you, though. Why would I thank a bunch of cops for doing their damn jobs for once? Wow, dein Dank will ich eh nicht, da spuck ich drauf. I can't believe the Mafia was behind all that crap. Kannst du mal sehen. Ich wette, die Mafia hat ein bisschen mehr Stil, Anstand und Grips als ihr alle zusammen hier. Was? What? Home, Paul, you finally, buddy, we, ain't... Sind das alles Beleidigungen? Wack? Yeah! I wish he turned the mic down a bit. It doesn't help that his lyrics are totally incomprehensible either. I believe this is to celebrate the return of his friend from St. Ursula, possibly. Are you familiar with this type of music, Theo? Ich glaube, der macht genau die Musik, die mir gefallen könnte, aber ich möchte mich mit denen hier trotzdem nicht identifizieren. Ich finde die einfach nur zum Fremdschämen, alle. Way! Oh, hell yeah, Koki's back! And now that we got the gang back together, we can totally go and beat the hell out of the Testaments now. Please don't. They are literally incapable of learning. Ist so, aber die andere Seite ist objektiv gesehen auch nicht viel besser. Now that Koki's back, look out, you blue bastards, we're gonna destroy you. Alles klar, es geht bald wieder los. Aber der Huey, der lässt uns wenigstens in Ruhe. Ich bin sauer auf die uns jetzt hier die ganze Zeit anpöbeln, obwohl wir denen geholfen haben. Das ist einfach so undankbarer Abschaum hier. Oh, it's you guys. It doesn't seem like you're in a bad mood today, Walt. Oh, and by the way, thanks for cooperating with us back then. You really helped us out. You
your guy that got sent to the hospital's already back. Yeah, that's some great news, man. Yeah, but I still haven't settled the score with those revenge punks yet. Only reason they're still breathing right now is cause I went along with you and Wazy. The next time I see those goddamned assholes on my turf, I'll beat them to a bloody pulp. Somebody's gonna knock some sense into them. How unnecessarily violent of you. Naja, so kennen wir ihn halt, ne? Not very cool-headed, is he? This ain't over yet. I still got a score to settle. If they try to pull anything else, I personally tear each and every one of them apart. You 4 punks better remember that. Aber es ist auffällig, er ist wütend auf Revanche. Und Wazy hat auch nichts Böses gegen diese Gruppe hier so explizit gesagt. Also eigentlich sind die Anführer so die gechilltesten. Wobei, wenn wir nicht gerade mit denen sprechen, wer weiß, ob die ihre Gruppen nicht so insgeheim mobilisieren und anfeuern und Hummeln in den Hintern packen, damit die ja nicht vergessen, dass wir hier einen Feind haben. Obwohl die eigentlich keine wirklichen Feinde sind. Ach, ich weiß nicht. Ist für mich ein bisschen Kindergarten. So ein ganz kleines bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr. So, East Crossbell Highway wäre eigentlich ein sehr interessanter Weg, aber wir machen jetzt natürlich mit unserer Runde erstmal weiter. Wobei ich sagen muss, auch in der letzten Folge schon, die Gespräche jetzt hier in der Runde sind teilweise schon interessant und wir haben sogar Lemonade geschenkt bekommen, ja. I always work up a mean appetite after my morning run, but I won't have the strength to jump nearly as high as I do now if I start gaining weight. Aha. Guess I've got no choice but to train even harder. Na dann mach mal, wenigstens tust du das vor schöner Kulisse. Oh, da steht einer, der vorher da noch nicht stand. Da hinten am Wasser. Aber ich will erstmal hier meinen Rundgang zu Ende machen. Oh, stopp. You're telling me a fight broke out in the downtown district? Scary stuff. I'd better watch my back there. Oh nee, der ist so schnell. Warte mal. Bishop? Ich glaube, der kam immer von hier oben angerannt, oder? Oder hat er diesmal eine andere Route? Ich bin mir nicht sicher. Ich will den nicht verpassen. Hören die auf zu laufen, wenn ich mit jemandem spreche? Nee, ne, dann laufen die weiter. Deswegen traue ich mich gerade. Da ist er wieder. You're telling me a fight. Was? Scary stuff, I'd better watch my back there. Wow, der sagt genau das Gleiche. Okay. Ich dachte, wenn sie so rumrennen und schwieriger zu catchen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass sie was anderes sagen, wenn man den zweites Mal anspricht. I left a business that my grandfather built for us in order to start this stand here. What better way to hone my craft and push my noodles to greater heights than to be right outside in the center of the action? I want as much feedback as possible, so I'd be over the moon if you guys gave them a test and let me know what you thought. Ja, wenn's nicht so teuer wäre, sofort. And they're all yours for the taking. Come on, you know you want to. Ja, ich will ja auch, aber Geld. Das ist das Problem. 1200. Das ist so unverhältnismäßig. Wobei er wahrscheinlich sagen würde, oh, wenn du einmal probierst, dann würdest du wissen, dass es gut investiertes Geld ist. Aber ich komme da halt nie dazu. Tja, deswegen wirst du mich als Kunden auch nicht gewinnen. Have you ever seen the Ferris wheel at... Was? Michelin Wonderland? It's huge. They have a bunch of other attractions too, like a roller coaster and haunted house. Ooh. I've been dying to try out that roller coaster. I've never ridden one before. Ja, macht Spaß. Ich mag Achterbahn fahren. Have you ever seen Haunted House? Haunted House würde mich ja fast ein bisschen mehr interessieren, wobei ich so Orte, so Vergnügungsparks und sowas alles in JRPGs überhaupt nicht leiden kann. Ich bin da immer noch ein bisschen im Gold Saucer Hate drin. Das ist für mich einer der schlimmsten Orte überhaupt, so aus diesem ganzen Vergnügungsspektrum, sage ich mal. Mag ich gar nicht. Und am allerschlimmsten ist die Musik da. Ich hasse diesen Ort einfach. Aber ich hasse auch Casinos in anderen JRPGs. Also es ist, ja, seit jeher nicht so meine Lieblingslokalität, sage ich mal. Oh, so this is where you bought the cruise ship to Michelin, is it? Well, I'm ready to go. I've been looking forward to this trip for a while and I plan to hit up every one of those fancy shops I've been hearing about. Ich wünschte, ich könnte das Gleiche auch sagen, aber ich weiß nicht. Wird hier irgendwann mal ein Zeitpunkt eintreten, wo wir auch mal ausgiebig shoppen können?
Aktuell habe ich nicht das Gefühl, dass das im Rahmen des Möglichen liegen könnte, aber sag niemals nie. Ich habe jetzt gerade so Bock, wirklich jeden Kampf mitzunehmen und an keinem Gegner vorbeizulaufen, ohne den zu bekämpfen. Aber ich weiß, wenn ich dann wieder mittendrin stecke, fange ich nach 2 Minuten schon wieder an, dran vorbeizulaufen. The state government is just full of crooks. And don't even get me started on the police. All of their investigations are half-assed and they're always folding to pressure from politicians to bail out criminals. Absolutely worthless, nearly every single one of them. Only the 1st Investigative Division has truly earned my respect. Wer ist denn das nochmal, diese 1st Division, von der er spricht? The most skilled detectives are all a part of the 1st Investigative Division. There was a detective I met a few years ago with a real knack for it, especially for how young he was. Das war bestimmt unser Bruder, das war doch geil. You've gotta be at least as capable as he was if you want my approval. Also hat er Respekt vor unserer Abteilung? Weil das sind wir dann doch gewesen, oder? Die er meinte. Okay, also wir haben auf jeden Fall noch eine Chance, in seinem Ansehen was Positives zu bewirken. Und das ist bei dem alten Miesepeter schon, glaube ich, ein ganz guter Fortschritt. Hier saß doch aber mal eine Frau auf der Bank, oder? Mit ihrem Kind, was hier rumtollte. Die sind scheinbar weg. Hier ist das Huai-Gebäude, oder wie das heißt. A sign is affixed to the locked door. Ja, nee, Haiyu Huai. Haiyu Huai, alles das Gleiche. Nee, wir kommen da immer noch nicht rein. Okay, das wird sich aber sicherlich auch irgendwann noch ändern. Wir sind ja noch ganz am Anfang. So, hier hatte ich schon mit allen. Genau, das ist offen. Das kennen wir. Oh, hier unten stand vorher noch nie jemand. Okay, the next topic is... Oh, hey guys, I recently got permission to start writing my own articles. Hooray! Though it's just a tiny column in the culture section, I'm ecstatic all the same. It might only be a small article, but I'm still glad that they're trusting me with it. Alright, I gotta knock this out of the park. I gotta knock this one out of the park. So rum. Ich wusste auch, dass ich da was vergessen habe. Na dann, viel Erfolg und so. Our company relocated to this building about a year ago. We haven't gotten around to cleaning up, so we've got a bunch of junk lying around. If only I could find the time to organize it all. Do you all have business with the Crossbar News Service? You can direct any of your inquiries to yours truly. Wir haben immer noch keine Inquiry, also alles gut. Ich würde nun gerne mal in die obere Etage vorpreschen. Ob man mich da irgendwann mal hinlässt? Ey, das ist doch Grace. Oh, my beloved SSS has come again. Hello, hello. How's life treating you? Don't hello, hello us, Grace. Warum nicht? We saw you felt it necessary to write yet another article about us. Ach so, stimmt, sie hat schon wieder so einen Müll über uns geschrieben. Da war ich auch enttäuscht in der letzten Folge. Das fand ich auch nicht okay. Come on, guys, turn those frowns upside down. Things may look a bit shaky right now, but trust me, I'm rooting for you. You have to forgive me, but I'm actually a teensy bit busy this week. Don't have much time for chit-chat, you know. I'll be counting on you guys to embroil yourself in another riveting story for me by the time I get back. Capisce? Sure. McKellen. Sure, it's an eye-catching event, but keep in mind we can always cover our bases there by working with the Imperial Chronicle if we need to. Die Imperial Chronicle. Gruß geht raus an Code Steel. You still planning on going, Grace? Of course I am. What better chance... Wobei, die Imperial Chronicle? Nee, die war nur in Code Steel, ne? Aber wie hießen die Zeitung damals noch in Trails in the Sky? Ich bringe die alle gerade ein bisschen durcheinander. Bei In the Sky weiß ich das nicht mehr. War das nicht auch die Imperial Chronicle? Of course I am. What better chance than the Imperial Memorial Ceremony will I have at getting to see the Imperial family in person? I want to cover it myself at least once. Sorry, but I'm going to be a teensy bit busy this week, so I don't have much time for chit-chat, you know. I'll be counting on you guys. Embroil yourself, capisce? Das kennen wir schon. Well, you already got the editor-in-chief's permission, so you won't hear me complaining. Knock on that over there, Grace. Thanks, you can leave it to me.
Value already. Ich mag diesen McKinnon nicht. Und auf Grace bin ich jetzt auch ein bisschen pissig. Also egal, wie sie das gerade versucht hat zu relativieren. Ich finde es nicht okay, dass sie uns einerseits hilft und Honig ums Maul schmiert und dann der Öffentlichkeit sowas Degradierendes über uns zum Fraß vorwirft. Excuse me, people are hard at work here. Please go to the front of the desk if you have any inquiries. Thanks. Vielleicht wollen wir aber einfach dich kennenlernen. Wobei, während du am Arbeiten bist, ist das wahrscheinlich ein nicht ganz so optimaler Zeitpunkt. Vielleicht müssten wir die abends mal in der Bar ansprechen oder so, wenn die überhaupt ein Barbesucher ist. Excuse me, I'm sorry, but the editorial department is closed to the general public for the time being. Please redirect any of... Ja, bla, wenn die noch einmal Inquiry sagt, dann fange ich an zu schreien. So, ich glaube, hier sind wir aber einmal durch. Mal wieder. Und hier kommen wir nach wie vor nicht hin. So, IBC. Da hatten wir, glaube ich, eine Mission, oder? Warte mal, wie kam ich da nochmal am besten hin? So, Chapter 1. Miles Book Retrieval. Hier, we are recruiting people to help us implement a new service. Ich glaube, da gehen wir als letztes hin. Inquirers are to speak to Landfire. So, sorry, da war mein Handy wohl gerade nicht so ganz lautlos. Auf jeden Fall kommen wir da jetzt rein und können da die nächste Mission annehmen. Das heißt, da gehen wir jetzt erstmal nicht hin. Warte mal, ich habe gerade irgendwas gesehen, was mein Interesse geweckt hat. Achso, da oben rechts, da steht Requests completed und DP obtained. Kann man bestimmt gut als Richtwert nehmen, wenn man das irgendwann mal komplettieren will mit allen Achievements und so, wenn das da mal schon so kompakt angezeigt wird. Gut, also IBC muss erstmal warten. Dann gehen wir mal weiter in den Verwaltungsbezirk und gucken, was es hier so zu bequatschen gibt. Warte, mit dir fange ich an. Du bewegst dich, Otto. Otto haben wir das letzte Mal... Ach nee, den haben wir auch hier draußen angetroffen. Ich dachte, der wäre in einem Gebäude gewesen. The Mayor manages to handle constant meetings. The Major. Ich komme mal mit dem Y und J durcheinander, weil das eine ist Major und das andere Mayor. Ich glaube, das ist Mayor. Manages to handle constant meetings and business trips despite his old age. I can only assume that he's doing a fantastic job of maintaining his health. Aha. The Mayor manages to handle constant meetings und health. Okay. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Chroma. Welcome. I'm going to teach you guys how to make some delicious juice of your own. It's important that you rehydrate your body after a long walk or an intense workout. Aha. Oh mein Gott, ich habe ein Recipe bekommen. Wupp, wupp. Geil. Nice, ein Stein. Ey, ich freue mich. Schon das zweite Mal, nee, das dritte Mal eigentlich, dass ich belohnt wurde für den Rundgang. Der hier macht mir Spaß. Nice. Another day of absolutely perfect juice-selling weather. There's nothing like an ice-cold cup of juice on a hot summer day. Mhm. Jetzt habe ich auch irgendwie Bock auf Juice. Ist das neu? To put the spring back into your step. Leave it up to some cold, delicious orange juice to put the spring back into your step. Das ist neu, zumindest diese Formulierung. So, hier will ich gar nicht gucken eigentlich, weil es mich eh nur traurig macht. Aber wir können uns an einem neuen Recipe erfreuen. Ich muss es nur noch finden, irgendwo hier. Da war es. Fresh Fruit Juice. Okay, alphabetisch ist es doch nicht sortiert. Ich hatte kurz gedacht, weil die bisherigen 3, da hätte es irgendwie gepasst, aber hier dann nicht mehr. So, dank unserer Tomato kann ich mir das irgendwie noch leisten einmal. Frage ist, will ich mir das leisten? Ich habe, warte mal, Turn Page. Ich habe noch gar nichts davon. Das heißt, egal, was jetzt hier gelingt oder nicht gelingt, ich bekomme auf jeden Fall ein neues Item. Und genau deswegen werde ich das auch herstellen. Warum guckt Tio so? Das hatte ich schon mal, obwohl sie diejenige ist, die das am besten zubereiten kann. Vielleicht sind das auch die Standardgesichter von denen, ich weiß es nicht. Oder sie hat jetzt gerade einen schlechten Tag? Ich weiß nicht, ob die Gesichter irgendwas aussagen, aber... Ich glaube, die hatte einen schlechten Tag. Die hat uns nämlich nicht das übergute Item quasi zusammengebraut. Restores 20% HP und Arts.
25%, alles klar. So, das werde ich irgendwann alles nochmal vervollständigen. So richtig schön, wahrscheinlich offscreen mit Speichern und wieder neu laden, wenn es verkackt wird und alles und überhaupt. The Transportation Division manages all of the buses that run within the state. It's been about 5 years since it was created and there hasn't been a moment of rest. But it's thanks to them that the buses run as efficiently as they do. My work tends to slowly trickle in, so I feel pretty bad for them. Okay, Tajik, du hast schon mal irgendwie darüber, ich weiß gar nicht, was der eigentlich macht, der hat aber schon mal darüber gesprochen, dass er hart überarbeitet ist, oder? Meine ich. Ja, hier werden wir wahrscheinlich irgendwann in Kapitel 5 oder so mal durchkommen, wenn das einmal fertig ist. Habe ich jetzt draußen mit allen gesprochen? Ich hoffe einfach. Wir gehen mal in die City Hall. Hier stehen eh immer nur 2 People im Durchschnitt. Eine unten, einer oben. Allow me to give you a rundown of this fine establishment. Hatten wir das nicht schon? There are 2 facilities within City Hall. The reception hall is to your left. To your left? Ich denke, ich bin gerade in der Reception Hall. Was soll denn das hier sonst sein? And the Crossbell Diet Building to your right. Most people in Crossbell are familiar with the Reception Hall thanks to all of the special events we hold there. Oder ist das der abgesperrte Bereich? The Reception Hall is to your left and the Crossbell Diet Building to your right. Verstehe ich nicht so ganz. Aber ich meine, sie meint diesen Under-Construction-Bereich gerade, aber... Oder meint sie das hier? Da kommen wir ja bisher nie rein. The hallway on the left leads to the west wing of City Hall, and this door here is where you can find the mayor's office. Conversely, the other hallway leads to the east wing, and you can find the speaker's office behind the door on the right. Both men are important politicians that hold massive amounts of influence internationally. Neither the mayor nor speaker are currently present. They're an important part of Crossbell politics, so they're always busy. Very important people. VIP, deswegen sind die Türen hier auch immer zu. It appears to be locked. Aber die Einteilung von der Dame unten verstehe ich immer noch nicht zu 100%. Administrative District. We have no reason to go inside here. Das Thema hatten wir schon, Leute. Ich sehe das anders. Die Statue ist schon ein bisschen gruselig, ne? Das Gesicht vor allen Dingen, das sieht aus wie so eine Endgegner-Statue. So, okay, ich gehe da mal wieder raus. Die City Hall irritiert mich. Sie versorgt mich mit Informationen, die mehr Chaos als Erkenntnis stiften. So, Library. Was gibt's denn hier Feines? Ja, der da heißt Miles und seinen Namen... Sitzt er hier noch? Ja, habe ich vergessen. Meine Mission ist irgendwann alle NPC-Namen hier auswendig zu können. Oh, shit, ich hatte hier eine Mission. Ach, Kacke. Hi again, Uncle Miles. Oh, Lloyd, it's good to see you. Have you come to borrow more books? Actually, we're here for your request. I believe you sent a request to the SSS for help, right? You were asking for help to locate and retrieve some overdue books. By golly, you're right. I did submit a request like that, didn't I? Let's get to it, shall we? Allow me to explain the details. Ja, ich hätte auch die kleinen können, ne? Aber, nee. Yeah, of course. Splendid! You're doing me a huge favor. You see, several of our patrons have yet to bring in their overdue books. I'd like for you to locate and return them to me. Understood. Das war gerade so Vieh-like. Doesn't sound too bad to me. Ja, weißt du, wie groß die Stadt ist? Wenn wir nicht wissen, wo die Leute sind, haben wir ein Problem. Ein Zeitproblem vor allen Dingen. Sure, do we have their addresses? Ja, das ist eine gute Frage. Yep, that information is tied to their library cards. Give me a moment to bring it up for you. The first person is Faye, who lives in Bellheim Apartments on West Street. Da waren wir noch nicht. Also in diesem Rundgang. Next we have Clarice from Acacia Apartments on East Street. Da waren wir schon. Lastly, we have Raymond from the CPD headquarters in the administrative district. Raymond, you must stop embarrassing us. Ich finde das irgendwie lustig. I'm sorry, Uncle, I wasn't expecting someone from the force to lack punctuality. Don't worry about it. I'm just hoping that the reader was so engrossed by the contents of their book that they simply forgot to return it on time. I sense that your hopes are highly unlikely. There are quite a number of people out there who pay no regard to the rules.
What the hell you looking at me like that for? Als ob Randy lesen würde, aber sie meinte das ja nicht nur darauf bezogen. No reason. Anyway, our objective is clear. We'll retrieve those books for you as soon as possible. Great, thank you. Please return to me once you've collected all 3 books. I'm counting on you, Lloyd. Overdue book retrieval started. I'm counting on you to collect those overdue books for me. Please return to me once you've collected all 3 of them. Feel free to take your time, by the way, I'm not exactly in a hurry. We have an enormous collection of old books and unsorted dieses Wort konnte ich noch nie aussprechen. Ich weiß, wie man es schreibt, ich weiß, was es bedeutet, aber ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Materials in the archive room downstairs. I like to dive in there every once in a while and see what kind of rare book I pull out. It's an absolute rush, if I do say so myself. Da verschlucke ich mich direkt, weil ich das so cute finde, wie der aufblüht in seiner Tätigkeit. Good to see Uncle is still the same bookworm I know and love. Übrigens, so viel zu der Frage, ob das hier wirklich unser Onkel ist, weil ich ja beim Tantchen zuletzt mich gefragt habe, wo der Onkel abbleibt, aber der sitzt halt hier, ne, und arbeitet. Since we haven't been able to catch up with cataloging all of the books in the basement, the archive room is still closed to the public. But it truly is a bibliophile's paradise down there. Oder wie auch immer. Since we haven't been able... archive room, closed public, ja. Schwierige Wörter, die du uns hier um die Ohren haust, mein Lieber. Aber das müsste ich eigentlich mir nochmal irgendwie anhören. Das mit dem Verschiedenes, das Wort mit M. Weil das nervt mich. Das nervt mich in jedem Let's Play, wo es vorkommt, seit Jahren. Researching history can be quite challenging. Novas heißt der. You have to rummage through countless old books, collect folklore, and visit the occasional historical landmark. It is truly the field of investigating the truth. Historical research is essentially the investigation of supposed facts. I may be a researcher, but I don't deny that it can be a dull field to study. Tja, ich weiß nicht, aber es gibt wahrscheinlich auch ein bisschen langweiligeres und uninspirierenderes. Also ich finde den Bereich schon ganz interessant. Hi! I don't think I've seen this one before. You know, I've worked here for 5 years now, and there are still so many books I've yet to discover. Our collection is so vast that I manage to get lost at times. This library has a massive catalogue of books. I've improved at handling it, but I cannot hope to compare to the director. This library has a massive... Ja, ich weiß nicht, ob jemals irgendein Bibliothekar von sich behaupten konnte, alle Bücher gelesen zu haben. Ich glaube nicht. Hey, guess what? When I grow up, I want to become a priest. Oh, and when I become one, I'm going to read books to all of the kids. Das ist ein interessanter Berufswunsch. I'll read books to all the little kids, just like my mom does. Und das ist der Grund, warum du Priester werden willst, nur wegen den Büchern vorlesen? Das ist aber nicht deren Hauptbeschäftigung. I just recently moved to Crossbell. It's such a gorgeous city. I couldn't be happier to be able to call it home. Sehr schön. Welcome, welcome. Ich glaube, Crossbell ist froh, dass es dich hat. Jede Stadt mag Zugezogene, die die Stadt wertschätzen. Und der Zusatz, der war wichtig, weil nicht jede Stadt mag Zugezogene. Es hängt immer von der Stadt ab, von der Größenordnung und aus welcher Richtung die Zugezogenen kommen. Es gibt so einige Ecken in Berlin, wo zum Beispiel Zugezogene aus dem studentischen Spektrum, aus dem schwäbischen Spektrum, wo es immer wieder Reibereien gibt und ja, ich das spannend finde. Ich habe mal in Berlin-Prenzlauer Berg auch gewohnt. Das ist ja auch so eine hippe Gegend, aber damals noch unfreiwillig, weil ich da in der Nähe mit meinem Ex-Freund noch zusammen gewohnt habe. Und das war so ein bisschen Clash of Cultures. Und ich meine innerländische Cultures, weil man sagt ja immer, dass es in Berlin kaum noch Ur-Berliner gibt. Und das stimmt auch in manchen Ecken. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm.
weil durch den familiären Migrationshintergrund habe ich eh nicht so einen hohen Identifikationsgrad mit der Stadt Berlin, wie das bei den richtigen Berlinern ist. Also ich meine, ich bin auch in Berlin geboren, ich bin auf dem Papier auch richtige Berlinerin, wenn man so will. Aber mein Background familiär ist halt ein bisschen anders und deswegen habe ich nicht so die krasse Verbindung zu der Stadt. Ich weiß gerade nicht mehr, ob es hier eine Aufgabe für uns gab. Warte mal, ich muss mal kurz nochmal gucken. Wir haben, Oscar, das ist Bakery. Also eigentlich sollte ich dahin dürfen. Weil hier müssen wir ja auswärts unterwegs sein. Dann kann ich hier nämlich schon mal hin und das erste Buch abholen. Beim schludrigen Raymond. Hello. Hey guys, I heard the news. You've gotta leave the city to investigate the monster incidents, right? Yeah, we're about to depart for Amorica Village. I, friend Sika, will support you with everything I've got. Sika? Die andere hieß auch Sika, die Assistentin von der Sonja, oder? Die hat doch auch Sika zu dem Mädel an ihrer Seite gesagt. Sind das Schwestern? Oder verwechsel ich da gerade was? Is what I'd like to say. Hä? But I'm not too sure you'll be in range to receive orbal communication. We just have to try and find out. It's usually fine inside of the city though. I see. Do you think our enigmas will be too far away to communicate with you? The operating system was intended for investigative use only within city limits, though theoretically speaking, orbal waves should be able to travel up to 200 Celsius outside of the city. 200 Celsius, I think that will just barely reach all of the populated areas within the state. So we'll be able to keep up communications then. Thank Idios. Thanks, wollte ich die ganze Zeit sagen. Don't forget to contact your pal, friend Sika, if you get yourselves into a bind, guys. Roger that, friend. You don't have to worry so much. We'll be fine. Yeah, we're just doing an investigation. Phew, it was such a pain to get used to operating this darn thing. I would have been so mad if I had no way to provide you support. Don't forget to contact your trusty operator if you run into trouble, guys. Ja, machen wir, auch wenn ich mir nicht so ganz sicher bin, wie du uns helfen willst, wenn wir gerade von einem Monster zerfleischt werden, aber vielleicht denken wir dran. Show Combat Notebook, das war das, was wir schon kennen, oder? Please, oh ne, das war neu. Please come show to me once you've gathered a bit more data. I record it in our database. Das ist die Monster-Enzyklopädie, die wir ihr zeigen. Aber bei ihr gab es doch mal so eine Tutorial-Option. Die ist jetzt weggefallen, oder was? Deputy Commander Belts was here not too long ago. She's from the Guardian Force, but she comes by the station from time to time. Now that I think about it, it is pretty uncommon for the CPD and CGF to work together, isn't it? That's right, our business doesn't often intersect, even though we're both considered part of the state police on paper. The nature of the CGF's work is similar to that of an army's, so their chain of command is structured uniquely. The commissioner of the CPD and the commander of the CGF may hold the same rank, but they act independently of each other. Yeah, they might as well be entirely different organizations, though sometimes you do get the rare guy like me hopping from one side to the other. Technically, the CGF and the CPD are part of the same organization, but considering they're headed by different people, they may as well be separate entities. The only person from the CGF that comes to see us regularly is Deputy Commander Belts. Aha, ich hoffe, dass wir sie auch bald wiedersehen. Ich fand die cool. So, das hier kennen wir alles schon. Das heißt, wir können leaven. Ist immer wieder nett bei den beiden. So, Raymond, wir haben was zu bereden. Es geht um Bücher. How's it going, Detective Raymond? Oh, if it isn't the SSS, you guys got some business at HQ to tend to. I'll admit you guys got plain dumb like this. You guys... Nee, nicht guys, you got guts. Kein Wunder, dass ich drüber stolpere. Playing dumb like this if it would be fooled by your little act. But we see right through you, Raymond. The real culprit here is you. What? Oh Gott, der Arme. Randy, cool it with the pranks, okay? It was not even clever.
Oh, come on, I'm a police officer, aren't I? I had to pull out that line at least once in my life, you know. Du wirst bestimmt Gelegenheiten finden, wo sich das eher anbietet, Randy. What's he going on about? I'm sorry about that, Detective Raymond. We're here because of a request from the library. You wouldn't happen to have an overdue library book, would you? Oops. Oh, crap, now that you mention it. Yeah, I'm pretty sure I have one. Yeah, yeah. Kann ja jedem mal passieren, oder? So, Detective Raymond, did you perhaps misplace this book of yours? Ach, das hat er direkt erkannt anhand der Reaktion. Okay, schlau. No, I don't think so. Why the uncertainty then? I'll go look for it. Bin ich mal gespannt, ob er es mitbringt oder ob er nur so tut. Nee, er hat's. Phew, I managed to find it. Here you go. Women Who Changed the World. Oh, ist doch voll der süße Titel. Hat er sich dafür geschämt? Also was heißt süßer Titel? Voll das interessante Buch. Phew, thank goodness. Really left us in suspense there, Raymond. Though I have to ask, what inspired you to check out this particular book? Ich finde, sowas fragt man nicht. Also es geht sie eigentlich einen Scheiß an, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ja, interessieren tut mich seine Antwort trotzdem. To my knowledge, it's a pretty extensive account of historic female figures and the incredible feats they've accomplished. Ja, damit hast du es dir doch selber beantwortet. Das ist doch ein interessantes Thema. Warum so verwundert? Yeah, well, when I saw the title, I thought I was checking out a photo album with a bunch of hot chicks from across the continent. Oh mein Gott. Okay, jetzt macht er es selber peinlich. Bis gerade eben war das noch voll legitim alles, aber das ist, ja, Fremdscham pur. After I cracked the thing open and realized it was definitely not that, I kinda just left it in my drawer and forgot about it. Das ist so unlogisch, weil du gehst doch in eine Bibliothek und nimmst doch ein Buch nicht mit, ohne vorher ein bisschen durchzublättern. Vor allen Dingen, wenn du da irgendwie ein Bildband oder sowas erwartest. Oh Mann. I do not think the library is the right place to search for that kind of book. Well, we got the book back, so all's well that ends well. We appreciate your cooperation, Detective Raymond. Anytime, guys. Oh Mann, Raymond. Und ich dachte, du wärst interessiert an dem Buchtitel und an seinen Inhalten. Ich bin echt enttäuscht. Phew, glad I managed to find that book. Next time I'll be sure to actually read more past the title before I borrow something. Das würde Sinn machen. I walked by the CGF's Deputy Commander Belts earlier. Those CGF guys don't even know how good they have it. I know I wouldn't mind getting ordered around by someone like her. I'd stay away from her if I were you, Paul. Her training is actually hard as hell. You know, running marathons down the highway in full gear and whatnot. On second thought, maybe some things are better left to just the imagination. Ja, besser ist. It must be nice getting bossed around by a pretty lady like those CGF guys do. Guck mal, hat ja lange angehalten, sich das aus dem Kopf zu schlagen. The entire top brass of the CPD is such a sausage fest. I'm friggin' sick of it. Ja. Okay, also Raymond ist auf jeden Fall ein sehr merkwürdiger Dude. Nach unten in den Keller kommen wir nicht. Aber wir haben ja hier noch ein paar Nebenräume. Hey Donovan. Hey, good to see you guys. You guys still going hard at those support requests you do all the time? Yeah, I'd say so. How's everyone in the second division doing these days? We aren't doing too poorly ourselves. We've got a few cases on our hands, but progress is kinda slow. Ultimately, all we can do is stay diligent and take it one case at a time. Yeah, definitely. That's the best way to handle an investigation. We're getting things done little by little over at the second division. Ultimately... Gut, das kennen wir schon. Also Donovan mag ich jetzt irgendwie ein bisschen lieber als Raymond. Wobei Raymond wahrscheinlich eher der lustige Vogel und Kaut sein soll. Oh, hier ist aber was los. Habt ihr gerade Versammlung? Macht doch die Tür zu. Hey, what's up guys? You're up and at it pretty early today, aren't you? Yeah, we've got a busy day on our hands. You've got a meeting this morning, right? That's right. They're determining everybody's patrol routes in the Metropolitan Division.
It's been a month since I joined the CPD, so they think it's time to throw me into the thick of things. My superiors are pretty giddy about it. Good luck, man. Seems like things are just as busy on your end. Hand wollte ich gerade sagen, aber das hätte auch gepasst. Thanks, you all hang in there, alright? I can imagine you guys have it pretty rough. Just know I'm rooting for you from one rookie to another. Dankeschön. Our main duty as the Metropolitan Division is to patrol the city. And now, a whole month after I joined the CPD, I think I'm finally going to get to step up and do some real work. Ja, na dann, rosige Aussichten. Die Tür war übrigens zu, wenn ich gesagt habe, mach doch die Tür zu. Die war einfach nur nicht abgeschlossen. Das wollte ich nur nochmal korrigiert haben. They changed the location of today's meeting at the last minute and now no one's here at all. Naja, doch, ein paar seid ihr doch. Did everyone go to the meeting room on the second floor or something? Ach, ihr habt noch einen zweiten? Wie komme ich denn auf den second floor? War ich da schon mal? Ich glaube nicht. Aber eigentlich klingt das so, als könne man da hin und würde dort ebenfalls eine verwirrte Gruppe antreffen, die dann wiederum die Leute hier vermisst. Let's see, here's the roster sheets and... Achso, das ist Kate, ups. We were supposed to use the meeting room upstairs, but the first division went and took it for themselves. Ah, die Sonja und die anderen hängen da also rum. Die sind, glaube ich, die First Division, oder? Those guys always do whatever they want. It's like the rest of us might as well not even be here. Let's see, here's the roster sheets. Took it for themselves. Ich glaube, hier wiederholt sie sich. Hi, Jolich. Haben wir Jolich jemals schon angetroffen? Ich glaube, der ist neu. Alright, then I think it's about time I get started. 1, 2, 3. Wait, what the? Why aren't they all here? Tja, Officer Kate, could you do me a favor and call the others? We can't just start without them. Yes, Chief. Wait just a moment, please. Officer Kate. Okay, die wird also vorgeschickt und sagt aber nichts mehr Neues. Okay, gut, dass wir dieses Chaos jetzt ja auch live miterleben durften. Kommen wir hier rein. We don't have any business upstairs and I think we'd all rather not get shoot out by the Vice Commissioner, so let's not risk it. Okay, ich glaube, den Text haben wir ja auch schon mal gelesen. Gibt's irgendwie upstairs? Aber guck mal, es gibt ja nicht mal ein, Bereich, der nach oben führt, der irgendwie abgesperrt ist. Wir haben nur einen Weg nach unten. Deswegen verstehe ich das nicht mit der zweiten Etage, von der die hier alle sprechen. Gut, ihr Lieben, nur für mich zur Orientierung. Wir werden beim nächsten Mal im Entertainment District durchstarten, aber ich werde zu Beginn, und da begebe ich mich dann auch schon mal hin, damit ich dann beim nächsten Mal auch weiß, was ich vorhabe, denn ich werde heute keine weitere Folge mehr aufnehmen und muss so ein bisschen sicherstellen, dass ich noch weiß, was zu tun war. Wir haben nämlich wegen diesem Book Retrieval Gedöns genau, hier jemanden drin, der ein weiteres Buch hat. Das ist dann Person Nummer 2 von 3. Und ja, dann holen wir hier das Buch, machen dann im Entertainment District weiter und werden die Buchmission als erstes abschließen, wenn wir dann noch die dritte Person finden, die irgendwo in der West Street rumlungern soll. Das weiß ich noch, ohne nachgucken zu müssen. Toll, ne? Ich habe mir mal was länger als 2 Minuten gemerkt. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!